Na, ihr Nachtschwärmer, wir sind's, die Piranhas. Hallo. Hallo. Heute sind wir hier zusammengekommen, um über Nachtgamers zu sprechen. Und zwar hat uns interessiert, an welcher Tageszeit ihr so zockt. Oder wir so zocken. Ja. Und zu dem Zweck haben wir mal ein paar Leute befragt. Weniger als 100 Leute haben wir gefragt. Sag mal, zockst du lieber im Hellen oder im Dunkeln? Also am Tag oder eher so tendenziell nachts? Kennt man ja auch. Und sie haben Folgendes gesagt. Naja, tagsüber muss ich meistens arbeiten. Also von daher richtet sich das danach, wann ich irgendwie frei habe natürlich. Aber auch da, ob hell oder dunkel, völlig egal. Am Tag. Also es ist eigentlich primär am Wochenende. Und da ist es eigentlich dann meistens am Tag. Ich bezeichne mich eher als einen nachtaktiven Menschen. Das heißt, es ist auch immer recht dunkel, wenn ich zocke. Doch alleine auch, weil die Wahrnehmung dann besser ist, weil man mehr sieht, als wenn der Raum noch lichtdurchflutet ist. Meistens doch eher in der Nacht, weil da sind die meisten Leute da und ich zocke ja selten für mich alleine, sondern immer im Internet mit anderen und die können erst abends. Im Hellen. Vor allem, weil bei einigen Storyspielen gibt es einige Gruselaspekte und wenn man dann im Dunkeln spielt, dann spielt bei mir der Kopf immer so ein paar Szenen ab. Das ist dann nicht so schön. Also ich bin lieber im Hellen und spiele da, ja. Im Dunkeln. Ich gehe, im Kino ist ja auch dunkel, ne? Und für mich ist ein Spiel wie ein Kinofilm, den ich selber spielen kann. Deswegen im Dunkeln. Also meistens lieber abends, weil die Sonneneinstrahlung da deutlich geringer ist als teilweise tagsüber, besonders bei so schönen sommerlichen Temperaturen. Nee, eher abends, doch, wenn die Kleine im Bett ist und die 18er. Ja. Und wie sieht das bei uns aus? Wie man so schön sagt, kommt darauf an. Ne, Punkt 1. Arbeitszeiten. Ne? Wir arbeiten am Tag und darum zocken wir nicht während der Arbeitszeit. Naja, jedenfalls nicht was anderes als unser eigenes Spiel. Ich habe schon andere Gerüchte gehört, ja. Als Entwickler wird man ja nur zocken und dafür Geld kriegen. Das wäre auch nicht so verkehrt, aber... Ja, passagenweise sagen wir mal, ne? Ist halt in der Regel nicht der Fall. Ja, komm, also. Naja, und die Spiele, die wir sonst noch so zocken wollen, zocken wir dann entsprechend eigentlich eher abends. Jetzt kommt noch mehr dazu, was das beeinflusst, ne? Nicht nur unsere Arbeitszeit. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die haben Schichtdienst, ne? Können wir vorstellen, einer, der irgendwie nachts arbeiten muss oder erst am Nachmittag, der schmeißt vielleicht vormittags einfach mal seinen PC an, was schön ist. Aber uns geht das ja nicht so. Ne? Dann gibt's noch einen Faktor, der nennt sich Familie. Ne? Wenn du Kinder hast, dann zockst du entweder mit denen irgendwas Kindgerechtes, wenn du schlau bist, oder du zockst halt die anderen Sachen oder überhaupt tendenziell dann, wenn die Kinder nicht da sind. Ne? Und wann ist das? Wenn die pennen. Ne? Kinder schlafen abends, also manche Kinder, habe ich mir sagen lassen, schlafen abends. Und dann kann man ja immer noch zocken. Oder man teilt sich auf, das geht ja auch. Ne? Der eine geht zocken, der andere macht was mit den Kindern. Ne? Gibt ja Leute, die machen das so. Wir nicht. Nee, wir sind eher die, aber unsere Kinder schlafen auch in der Regel abends. Haben wir Glück, ja. Haben wir Glück gehabt. Das stimmt. Insofern ist das auch eine Variante. Das sind jedenfalls äußere Umstände, die dazu führen, warum man eigentlich zu einer bestimmten Tageszeit mehr zockt als zu einer anderen. Ne? Wann habe ich die Zeit dafür? Altersfreigaben ist eine ganz wichtige Sache, weil du Kinder gesagt hast. Ja. Es gibt halt Spiele, die ich gerne zocke, so wie Days Gone oder sowas. Mhm. Die kann ich nur spielen, wenn die Kinder nicht da sind oder schlafen. Und selbst dann ist es natürlich schon so eine Geräuschkulisse und so. Sollte man eigentlich eher mit Kopfhörer machen, machen wir dann auch nicht immer unbedingt. Dann kommen da so gruselige Geräusche von der Horde rennt und so. Das ist schon schwierig. Das verstehen wir wohl. Obwohl das ja auch eigentlich direkt zum nächsten übergreift, Ja. Nämlich Horror- und Gruselspiele. Mhm. Spielt man die am Tag? Kommt drauf an, wie schissig man ist, würde ich sagen. Ne? Sie spielt am Tag. Also ich würde das lieber am Tag spielen. Und ohne Ton. Der Ton macht auch eine Menge aus dabei. Genau, weil ich halt ein Schissbüchs bin. Es gibt Leute, die kommen eigentlich erst so richtig in diese Gruselatmosphäre, wenn es außenrum auch gruselig heißt. Das heißt, gedämmtes Licht,
Ne? Es ist dunkel draußen, es ist ruhig, der Sound, der kann so schön in den Raum reingreifen und es ist dann kommt so ein Horrorspiel eigentlich erst so richtig zur Geltung und deswegen spielen viele Leute Horrorspiele auch eigentlich tendenziell eher nachts. Ich würde sagen, jedes Spiel kommt dann erst richtig zur Geltung, wenn man alles andere ausblendet. Ja. Gibt halt Leute, die auch nebenbei noch irgendwelche Streams gucken und sich anderweitig ablenken und sowas, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Da ist es vielleicht, naja, Obwohl egal oder auch nicht, weil Leute dann sehr hell machen in ihrem Raum. Ne? Wie macht ihr das denn zu Hause? Macht ihr das eher im Hellen oder im Dunkeln, weil es dann gruselig wird oder irgendwie die Atmosphäre dann besser ist? Wenn man alleine ist in der Bude, kann man ja auch die Jalousien runter machen. Weil normalerweise ist es so, wenn nicht einer zuguckt, wie man spielt, dann fühlen sich auch andere irgendwie dadurch gestört, wenn es dunkel ist. Die rennen dann durch die Bude, müssen dann irgendwie Hausaufgaben machen oder sonstige Dinge tun oder kochen oder was auch immer. Das funktioniert dann nicht, wenn es dunkel ist. Ja, dann geh doch in dein Spielzimmer. Zock doch da oder sowas. Hat aber auch viel damit zu tun, dass du so Kategorie Grottenolm, ja. Selbst wenn du nicht zockst, würdest du am liebsten die Jalousien runter machen. Ja, und Ach, es ist dunkel. ich würde differenzieren zwischen Dinge, die ablenken und Dinge, die Lichtstimmung verbreiten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Super Mario spiele, muss ich die Jalousien nicht runter machen. Super Mario. Ja, was ich. Das ja, kann man ja auch in allen Lebenslagen zocken, weil es ist ja auch clicky-bunti. Ja, aber es gibt sehr viele Spiele, die sind clicky-bunti. Ja. Ne? Das sind halt das Gegenteil von Horrorspiel. Muss ich jetzt gar nicht dunkel haben, um Atmosphäre zu schaffen. Ne? Es kann auch schön hell um mich herum sein und die Sonne reinscheinen und ich kann dann so ein schönes, fröhliches, lustiges Spiel spielen, ne? Oder ein spannendes Spiel oder ein Also die Rätsel Gamma Correction spielen. immer voll auf Anschlag, ne? Ja, ich muss ja nicht Schalten unbedingt. Sie das hier so ein, ne, mit dem Regler, bis das Emblem, Zeichen, Buchstabe, was auch immer da zu sehen ist, so gerade eben noch zu sehen ist. Das alles irgendwie hochdrehen, weil Clicky Bunti ist cool. Ja, du musst ja nicht den Bildschirm direkt gegen das Fenster irgendwie positionieren, um das zu gewährleisten. Es kann ja trotzdem hell im Raum sein. Ne? Na ja gut, wenn hinter mir das Fenster ist, dann muss ich auf jeden Fall die Jalousien runter machen, weil dann sehe ich siehst du überhaupt gar nichts mehr. Da kann ich weder arbeiten noch sonst was. Da kann es noch so hell sein. Auch Mario kann man dann nicht spielen. Vielleicht. Ja, also die neuen Nintendos, die können ja schon, wenn du die mitnimmst. Egal. Jedenfalls, äußere Umstände können zum Beispiel auch sein, nicht nur, dass es irgendwie hell oder dunkel ist, sondern dass am Tag einfach viel mehr los ist. Das heißt, die Geräuschkulisse und das, was um mich herum passiert, oder die Dinge, die ich eigentlich zu tun habe, sind mehr. Wenn der Nachbar irgendwie rumpel seine Mülltonne rausbringt, macht die ganze Rasenmäher. Boah, geht überhaupt nicht. Ja? Ja, das ist auch nicht Oder der cool, Partner saugt mal eben das Zimmer. Kann ich mir eben das rafft's auch nicht. Das stört alles. Mhm, genau. Ja. Also alles, was um dich herumwuselt und dich potenziell ablenkt, ist schwieriger in das Spiel einzutauchen. Also ist es tendenziell immer besser, nachts zu spielen als am Tag? Also den Argumenten, die wir jetzt gebracht haben, tendiert so ein bisschen dahin. Ja. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich so, denn wenn man mal zum Beispiel Stoßzeiten sich anguckt, wann Leute vorrangig spielen, zum Beispiel auf Steam, in den Statistiken oder bei Twitch, wann sind die meisten Leute online, tendiert es ja schon sehr stark dahin, dass die entweder wirklich abends die meisten am Start sind oder aber am Wochenende. Ne? Dann, wenn die Server rauchen. Genau. Oder Ja. die ganzen Streamer halt on sind. Ja, also ich habe das sehr oft beobachtet, dass ich vormittags, dann saß ich noch da und dachte so, ach cool, hast du deinen Kaffee gemacht, kannst ja jetzt mal nix los. Tja, Ja, kein Mensch da, der mir jetzt was vorspielt. da gehörst du eher zu der Fraktion zu Hause. Mit den Kinders. Genau. Die Menschen mag es ja auch geben. Die gibt's auch. Mhm. Und das sagen, ne, da kann man aber auch zocken. Kann man auch zocken, Dann genau. kann man ja zocken. Ja. Kann man, ja, sei denn du hast jetzt einen Säugling im Arm, den du gerade irgendwie bespaßen musst. Dann kannst du gar nichts. Da kannst du gar nichts. Nee. Also erstmal ein paar Wochen Essig. Essig. Ja. Ja, viele Leute hören ja dann auch auf zu spielen, ne? Wenn die Familie haben. Das Zu viel Stress. Ja. Ja. Das ist richtig, das habe ich schon oft gehört. Spielen ist halt anstrengender, Ja. als sich einfach von einer Serie oder einem Film berieseln zu lassen. Das ging mir selber auch so, vor allem in stressigen Zeiten, wenn's dann ist Zocken anstrengend. Mhm. Einfach. Dass man halt nachts oder tags oder sonst wie
Gerade nachts, wenn es dann dunkel wird oder sowas, ja gerade so, wenn man so Neugeborenes hat, ne, da macht man nichts anderes mehr. Das ist einfach so. Da ist man froh, dass man lebt. Oder schlafen kann. Da zockt man nicht. Genau. Ja. Ist auch schon oft passiert, ne? Hast du dir vorgenommen, so, heute Abend zocke ich mal eine Runde, ne? Dann machst du irgendwie dies, machst du das, packst die Tasche, machst das Frühstück, legst die Klamotten raus, wäschst die Wäsche, räumst das Wohnzimmer auf, setzt dich auf die Couch und du denkst so, jetzt hätte ich Zeit. Und dann bist du einfach eingeschlafen. Kennt ihr das auch? Ja, diesen Effekt. Also ich kenne den sehr gut. Vor allem dann, wenn ich jemandem beim Zocken zugucke. Wir zocken ja meistens oder oft zusammen. Einer zockt, der andere guckt zu. Ist ja auch sowas wie beim Streamen. Ne? Der eine zockt, der andere guckt zu und kommentiert halt. Und dann sagt er, muss aber hier. Ne? Und das Da ist noch Loot. Loot. Ja, zu zweit spielen ist schon besser irgendwie. Das macht schon Spaß. Ist cool. Macht man aber auch tendenziell eher abends. Es sei denn, man hat keine Arbeit. Man ist Schüler. Früher haben wir viel mehr gezockt. Ja, aber die sind ja normalerweise vormittags auch in der Schule, ne? Ist das so? Das hoffe ich doch. Ferien. Ja, gut. Man kann ja auch, gibt ja auch mittlerweile Mobile Games, da kann man auch im Unterricht zocken. Soll man aber nicht machen. Gut. Ist ja direkt als Nerd verschrien, wenn in den Ferien irgendwie, Ferien. Ach, mal Nerd. vor dem PC. Geh mir weg mit Nerd. Irgendwie ist alles Nerd. Früher waren alle Nerds. Es gab so ein paar Computerfreaks, die waren Nerds. Die haben sich irgendwie in ihre dunkle Kemenate eingeschlossen und haben da irgendwie satanische Botschaften sich gegenseitig übermittelt. Ach, deshalb. Ja. Ne, so mit Pentagrammen an die Wände schmieren und sowas. Ja, nee, nicht. Ja, ich weiß nicht. Also so war es ja früher und heute ist das, naja. Heute sind halt mehr Leute, die tatsächlich auch zocken. Und das wird dann auch immer mehr. Ja. Ein weiterer Grund, warum ich zu einer bestimmten Zeit zocke, ist, wann die Leute, mit denen ich zusammen zocke, Zeit haben. Ne? Stell dir vor, du machst irgendwelche Online-Games irgendwie, ne, was weiß ich. Ach komm, lass mal heute Abend eine Runde Fortnite zocken oder so. PUBG. Haken kommt rein, Jenny fliegt aus dem Fenster. Du hast doch noch nie Fortnite gespielt, Ich oder? habe noch nie Fortnite Naja, wollte ich gespielt. doch sagen. Nein. Aber jetzt Aber rein PUBG theoretisch. hast du gespielt. PUBG habe ich gespielt, tatsächlich. War auch nie gut. Aber hat Spaß gemacht. War eine Zeit lang lustig. Genau, und dann spielst du mit deinen Leuten. Und ja, die anderen 3, 4 Leute irgendwie, mit denen ich dann zusammen zocke, wann haben die denn Zeit? Wann sind die dir am Start? Dann verabredest du dich mit denen, ne? So richtig oldschool. Um wie viel Uhr sind dann alle im Discord? Oder so? Oder im Teamspeak? Oder was weiß ich, was die Leute so haben? Und dann treffen die sich da, um gemeinsam zu spielen. Und das ist meistens dann, wenn alle anderen halt nichts anderes vorhaben. Also tendenziell auch abends, würde ich sagen. Ja. Gut, ich kenne das auch noch, dass Leute tatsächlich gesagt haben, so, für dieses Spiel nehme ich mir Urlaub. Hab ich persönlich noch nicht gemacht. Ich habe das irgendwie immer dazwischen gemogelt, aber ich habe auch schon mal in Urlaubszeiten tatsächlich gesagt, so im Urlaub spiele ich dieses Spiel. Und dann habe ich das wirklich durchgezockt und den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als dieses Spiel zu spielen. Vielleicht. Da war es auch egal, ob es am Tag ist oder in der Nacht. Hauptsache es war dunkel im Zimmer. Ja. Ja, aber das ist vielleicht auch dann, also wir tendieren jetzt stark dazu zu sagen, es ist eigentlich egal, ob es Tag oder Nacht ist. Es ist einfach nur dann, wenn die Leute halt Zeit haben. Ja. Das ist halt tendenziell eher abends. Ja. Ne? Ja. Bei den meisten. Vermutlich. Und dann, wenn die Leute mehr Zeit hätten, würden sie vielleicht auch früher zocken. Ne? Könnt ihr ja vielleicht besser sagen, ob ihr das überhaupt von der Tageszeit abhängig macht oder tatsächlich nur von den äußeren Umständen. Ach nee, ich möchte noch nicht spielen. Ist noch nicht dunkel draußen. Oder wie ist das? Ja. Das ist schon. Ich könnte ja auch stattdessen jetzt noch was anderes machen, jetzt wo es so schön hell ist. Kein Bier vor 4. Eine Runde spazieren gehen, ne? Käffchen trinken, Ja, bin ich dabei. einkaufen. Auch spazieren gehen. Ja, ich weiß, du bist nicht so der Spazierer. Nee. Ich gehe gerne spazieren. Ach doch. komm. Was weiß ich, mich noch mit irgendwem treffen Hm. oder sonst irgendwas. Irgendwelche Unternehmungen, die ich tags halt machen kann, die abends eher wegfallen, ne? Aber da muss man ja nach draußen. Gibt es unter den Computerspielern denn die typischen Kneipengänger? Ne, das macht man ja auch eher abends. Würde ein typischer Kneipengänger, der abends gerne in der Kneipe hockt, dann sagen, ich spiele eher keine Computerspiele, weil ich hocke lieber mit meinen Kumpels in der Dann müssen Kneipe? wir mal eine Kneipe suchen. Also ich gehe nicht in eine Kneipe, ich gehe in eine Bar. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied, weil Kneipe ist eher so klein, ne? Und da unterhält man sich und bla, läuft ein bisschen Musik im Hintergrund und da, wo ich hingehe, da ist meistens mal Halligalli. Viele junge Leute, die sich aneinander
vorbeimogeln da, weil der Laden so voll ist und so und eine Karaoke-Bar und Zeugs und so weiter. Vielleicht gibt es da hier auch die dann sagen, Freitag, Samstag zocke ich nicht, weil da ist mein Kneipentag oder mein Bartag. Und stattdessen zocke ich dann lieber montags bis donnerstags oder so. Also bei mir ist das so tatsächlich. Wochenende möchte ich eigentlich was machen. Ja. Nach draußen gehen ist wie Fenster aufmachen. Nur viel krasser. Ja, also nach draußen gehen ist schon schwierig. Ne? Vor allem, wenn man irgendwie nach Hause kommt und dann sitzt man sich hin und dann macht man ein bisschen Facebook oder irgendwie, man zockt ein bisschen und dies und das. Und dann wird so langsam 20 Uhr abends. Und dann, wir wollten ja noch raus. Ne? Jetzt müssen wir aber. Ich habe aber irgendwie, ich glaube, ich werde alt. Wie oft höre ich das? Ich glaube, ich werde alt. Ist eine Also nicht von Gaming-Kneipe? ihr, sondern von vielen Menschen, die dann irgendwie sich dann rausquälen, aus ihre Klamotten dann reinzwängen. Habe ich schon mit 16 gehabt, das weiß ich. Deswegen hat es gar nicht mal mit dem Alter zu tun, sondern vielmehr mit der Einstellung der Sache. Na, grundsätzlich habe ich Hummeln im Arsch. Ja, raus, raus, raus. Du bist Mhm. eher so der ich geh raus Typ und ich bin eher der bleib mal drin. Und zock eine Runde irgendwas. Typ. Oder guck, Klotz. Wenn Gaming und rausgehen ein Widerspruch ist eine Gaming-Kneipe dann ein Widerspruch in sich? Jetzt implodiert mein Gehirn. Entschuldigung. Aber es gibt ja auch Spiele, die man draußen spielen kann. Ne? Fußball. AR-Spiele. FIFA. Auf der Switch oder sowas. Nein, das meine ich nicht. Was ich meine ist dieser Harry Potter Go. Wie heißt das noch? Ach, hier, du meinst Pokémon und so. Genau, Pokémon Go Mhm. und sowas. Ja, das haben wir auch gespielt. Und da hat man tatsächlich auch Leute irgendwie dazu gekriegt, mal nach draußen zu gehen. Stimmt. Die haben alle draußen im Park gehockt und so, zwischen 3 Pokestops und haben dann da irgendwie, ob's hell war oder dunkel, völlig egal, Mhm. draußen rumgehangen und haben gezockt. Mhm. Wir haben uns auch teilweise Bars und Restaurants dahingehend ausgesucht. Auf den Pokestop hatten. Pokestop hatten? Nee, nicht dahin, da muss aber da gehen wir hin. Aber da ist das Essen besser. Nein, wir gehen jetzt in den Laden. War es nicht so? Ja. Aber irgendwann haben wir es dann auch gefunden, unser griechisches Restaurant, wo 2 Pokestops sind. Mhm. Und da sind wir dann immer essen gegangen. Jetzt gehen wir immer noch da essen, aber spielen gar kein Pokémon mehr. Nicht mehr, nee. Ja. Das hat irgendwie ein bisschen Ja. aufgehört. Irgendwann, es gibt für alles eine Zeit. Im wahrsten Sinne. Und die Tageszeit scheint wohl nicht so wichtig zu sein. Ja, merkt ihr mal die Community-Frage, die da steht? Ja, habe ich schon. Hast du schon? Mhm. Gut, dann sind wir mit dem Thema durch. Bam! Volltreffer. Volltreffer. Ja, Also es fragt einer, warum tragt ihr eigentlich immer schwarze Klamotten? wir haben nichts anderes. Das stimmt zwar, aber warum nicht? Ja, warum nicht? Wir sind schwarz. Das heißt, wir hören auch schwarze Musik. Wave, Gothic, Industrial. Mhm. Wir nennen es auch gerne Weiber-Elektro. Neurotic Fish, Höre ich besonders gerne. DMV Nation, Depeche Mode, na, so ein Zeug. And One. Halt so was, schwarze Szene nennt man das halt. Und das ist eine Sache, die finden wir cool. Mhm. Hören auch mal andere Musik. Ich höre gerne Bon Jovi, Whitesnake, Alice Cooper, Billy Idol, Ich höre ab und zu Sachen aus den Charts, aber halt. Hard Rock, Nur- Heavy Metal, 80er Zeugs, das höre ich gerne. Hat nichts unbedingt was mit den Klamotten zu tun, aber tendenziell finde ich schwarze Klamotten einfach cooler. Die kann man immer tragen. Hat so ein bisschen was mit der Szene zu tun. Da Ja. hatten alle Leute schwarze Klamotten, holst du dir schwarze Klamotten. Irgendwann hast du den ganzen Schrank nur noch voller schwarzen Klamotten. Ich habe noch mal ein Hochzeitskleid. Das war tatsächlich weiß. Die wollten mir ein beiges andrehen. Und ich habe gesagt, ich will kein beiges Kleid. Ja, aber das wirkt dann nicht ganz so hart, sagte die Verkäuferin zu mir. Ne, das ist doch, wenn du dann mit in die Kirche kommst oder ins Rathaus oder wo auch immer man heiraten will, dann ist das doch, dann wirkt das doch weiß. Ich will nicht, dass das wirkt wie weiß. Ich will, dass das weiß ist. Irgendwie sieht das aus wie ne, oder? Ja, es war nicht meins. Sorry, aber ich fand's nicht. Fänd's irgendwie cooler, wenn's tatsächlich irgendwie Ja. knacke weiß ist. Aber ich stehe auch auf krasse Gegensätze, von daher. Mhm. Ne? Meine Farben sind eher so Silber, Schwarz. Punkt. Ja. So Ne? ist das. Das ist so hauptsächlich das Ding der Wahl. Ja.
Ja gut, hoffentlich haben wir damit eure Frage beantwortet und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche, wenn es wieder heißt Piranha Byten TV. Bis dann. Macht's gut. Ist ja schon eine sehr persönliche Frage, ne? Warum seid ihr so schwarz? Habt ihr immer schlechte Laune? Kann man eigentlich nicht sagen, ne? Dann Nee. zieht ihr doch mal was Farbenfrohes an. Dann ist das auch ein bisschen fröhlicher und da muss ich immer lachen. Weißt du eigentlich, dass die meisten Menschen, die mir das sagen, in dem Moment was Schwarzes anhaben?